Mit einem Fahrrad aus Holz einmal den Planeten umrunden und das ganz ohne Flugzeug. Wir sind Hans und Franzi und sind 18 Monate von Deutschland bis nach Japan gefahren und erreichen jetzt Amerika. Wo wir in diesem Video reingeraten, sprengt unsere Vorstellungskraft. Junge, was ist das denn? Wie wir in einer gesetzlosen Hippie-Stadt gelandet sind, in der die Bewohner in alten Wohnwegen und Schulbussen schlafen und warum wir mitten in der Nacht alles zurücklassen und uns in Sicherheit bringen mussten. Boah, ich habe wirklich Angst gerade. Wir müssen echt abbrechen. Ob wir einen Notruf absetzen, ich weiß es nicht. Seht ihr in diesem Video. Wir fahren jetzt erstmal einmal quer durch Los Angeles. Wir wollen erstmal gucken, wie die Stimmung hier ist, weil wir sind genau am Wahltag angekommen. Und ja, jetzt gerade eben wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Und ich glaube, Kalifornien war dagegen, hat nicht für Trump gestimmt. Keine Ahnung, bisher ist alles ganz ruhig eigentlich. Wir sehen auch echt viele Obdachlose hier. Wussten wir zwar von LA, aber es ist doch nochmal krass zu sehen. Wir filmen das jetzt natürlich nicht. Wir finden das irgendwie ziemlich respektlos, da die Kamera drauf zu halten. 75.000 Obdachlose soll es hier in der zweitgrößten Stadt der USA geben. Normalerweise kommt man als Tourist mit ihnen nicht in Kontakt, aber wir schlafen auch draußen und deswegen ist das für uns ein großes Thema. Im Vergleich zu Japan ist die USA einfach eine andere Hausnummer, was Sicherheit angeht. Im letzten Video haben wir noch in Tokio neben einer Parkbank geschlafen. Davon rät uns hier jeder ab. Das ist einfach zu gefährlich. Es ist wirklich heftig, ne? Also so viele Drogensüchtige, die haben einen Gesichtsausdruck als, keine Ahnung, als würden die ihr Gehirn abgegeben haben. Wie so ein Bot, wie so ein Computerbot. Echt furchtbar für die Menschen. Ihr riecht auch an jeder Ecke nach Marihuana, aber ich denke, was die nehmen, ist was ganz anderes, was viel härteres. Es wird Zeit, sich von unserer Gastfamilie zu verabschieden, die uns unglaublich herzlich ein paar Tage aufgenommen hat und zu denen wir auch unsere Räder aus Tokio zusenden konnten. Which way? Left? Goodbye. Es geht los. Die berühmte Route 66 verlassen wir noch heute. Touristische Orte wollen wir weiterhin vermeiden, um einen möglichst ehrlichen Blick auf ein Land zu bekommen. Über einen Umweg machen wir uns auf Richtung Mexiko. Eine Entscheidung, die unseren Start in Amerika unglaublich, fast schon unwirklich machen wird. Die Sonne geht unter und wir müssen was zum Schlafen suchen. Wir sind nicht mehr in Japan, ne? Das ist halt jetzt mir einfach zu heiß, hier irgendwo das Zelt aufzuschlagen. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich fühle mich ja nicht sicher. So, und deswegen müssen wir vermutlich jemanden fragen, irgendwie jemanden im Grundstück, ob wir am Garten schlafen können. Haben wir auch noch nie gemacht, keine Ahnung, aber sehe ich gerade als einzige Möglichkeit. Das soll keine Kritik sein, aber es ist einfach Fakt, dass hier jeder eine Waffe haben könnte. Diesen Gedanken haben wir immer im Hinterkopf und sind vorsichtiger als sonst. Bisher hat uns jeder gesagt, dass wir auf keinen Fall im Dunkeln fahren sollen. Aber wir haben es heute nicht mehr geschafft, rechtzeitig aus der Stadt rauszukommen. Boah ey, hier unter der Brücke waren gerade so viele Obdachlose. Das sind eigentlich immer unsere Plätze, ne? Das war zweistöckig belegt, alles. Die nächste Brücke, schon wieder alles voll. Das ist einfach nur krass. Alles voll. Das gibt echt kein gutes Gefühl. Excuse me. Can I ask you something? Yeah. We're looking for a place to stay tonight. We are traveling the road by a bicycle. Okay. And it's our first day in the US. And we saw some homeless under the bridges and stuff and feel not that safe. Normally sleep in a tent. Yeah. So do you think there is a place in Loma Linda? We heard it's quite safe here. Like for a tent? Yes, yes. Wir fragen eine Stunde herum und begegnen zum Glück irgendwann diesen zwei Ärzten, die uns ein leeres Grundstück direkt neben ihrem Haus empfehlen. Wir haben endlich was. Es wird echt richtig dunkel schon jetzt. Wir haben aber nicht direkt gefragt, können wir im Garten schlafen. Das ist irgendwie, war uns ein bisschen unangenehm. Wir haben uns voll gefreut, einfach nur jetzt schlafen zu gehen. Aber hier stachelt es durch. Überall unter uns so Stachelzeug. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, wir müssen umziehen. Es stachelt zu sehr. Also kein Bock, unsere Isomatten zu opfern. Da kommt's raus. Also wir wollten gerade das Zelt woanders aufstellen, aber es piekst überall. Deswegen lassen wir jetzt die Isomatten eingepackt. Das ist einfach zu heikel. Das ist eh schon scheiße, dass wir das Zelt gerade kaputt machen. Die Unterseite. Aber es geht nicht anders. Heute müssen wir hier schlafen. Wie erwartet, eine super Nacht. Wir haben hier im Klamottenhaufen geschlafen. Alter, guckt euch das mal an. Die Dornen hier im Schuh drin. Boah, wir haben das nicht gesehen, als wir das draußen gesucht haben. Alter, sind hier viele Dornen im Schuh.
will gar nicht wissen, wie viele Dornen jetzt im Zelt stecken. Ich will es auch nicht wissen. Turbulente erste Zeltnacht, dachten wir jedenfalls. Denn im Vergleich, was heute Nacht passiert, ist das absoluter Kinderkram. Ich zitter so heftig. Wir müssen selber Schutz suchen jetzt. Ich hab echt Schiss, ne? Aber dazu gleich mehr. Je weiter wir ins Landesinnere kommen, desto mehr verwandelt sich die Landschaft in eine Wüste. Bloß, dass zwischen den gelben Bergen diese Villen mit saftig grünen Rasen zu finden sind. Guckt euch mal an, wie sich die Landschaft jetzt schon verändert. Ich dachte, das wüstige Gebiet kommt viel später. Das erinnert uns gerade voll an Iran. Vom Klima, von den Bergen her. Pass auf, pass auf. Franzi hat gerade voll einen Lachanfall bekommen wegen den Solarpanelen hier. Wir haben neues. Wir haben gerade 15 Minuten rumgedoktert, bis das Ding drauf ist. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass es falsch rum drauf ist. Also da ist Sonne und da zeigt es hin. Und ich fahre halt vorbei und sage halt ganz trocken, naja, wenigstens ist es falsch rum drauf. Und sie flippt voll aus. Immer wenn wir über solche sinnlosen Dinge lachen müssen, sind wir entweder übermüdet oder haben zu viel Sonne abbekommen. Unser Humor ist genauso trocken wie die Landschaft hier, durch die extrem lange Züge durchfahren. Ich bin zufällig in diesem Moment Drohne geflogen und erst aus der Luft sieht man die Ausmaße dieser Riesen. Zwischen 3 und 6 Kilometer lang sind diese Frachtzüge. Das ist, glaube ich, der längste Zug, den ich je gesehen habe. Der geht schon ewig. Und es sind zwischendrin immer mal wieder Lokomotiven eingebaut, weil das nicht alles nur da ganz vorne ziehen kann. Alter, was ist das für eine Scheißstraße hier? Mann ey! Wir haben schon über 3 andere Routen versucht. Wir wurden immer wieder zurückgewunken. Man kommt entweder auf den Highway neben uns oder auf eine private Straße. Jetzt müssen wir doch hier lang fahren neben dem Zug. Hey. Jawohl, so ist schon besser. Wir haben bestimmt gerade 40 km/h Rückenwind. Das ist echt krass. Und es geht jetzt von 800 Höhenmetern auf minus 60 runter. Ich glaube, das erste Mal auf der ganzen Reise, wo wir unter Meeresspiegel sind. Da ist irgendwo ein Salzsee morgen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine Ahnung, dass sich dieser Rückenwind heute noch lebensbedrohlich anfühlen wird. Hört ihr gerade Windgeräusche? Ich glaube nicht. Wir fahren gerade 45, 50 km/h und es ist einfach windstill. Das ist brutal. Der Wind ist ja so gestört. Wie sollen wir die Nacht was zum Zelten finden bei dem Wind? Wir müssen jetzt hier einen Zeltplatz finden. Ja. Keine Ahnung wo. Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Da wäre ja schon eine Brücke. Die können wir uns echt angucken, ne? Ja. Alter, ich kann hier kaum laufen. Wow, was geht denn ab? Also, hier sind halt so Brücken. Mal gucken, ob die was taugen als Windschutz. Ich glaube, es ist die falsche Richtung. Das weht hier einmal durch. Mist. Das Gute wäre halt, hier gibt es keine Obdachlose, weil es zu weit weg ist von der nächsten Stadt. Nee, hier ist echt ultra windig. Scheiße, ey, was machen wir denn jetzt? Hans schaut gerade da hinten, ob es einen Zeltplatz gibt und ich warte hier und es ist echt schwer für mich stehen zu bleiben. Ich muss bremsen, sonst zieht mich das Fahrrad nach vorne. Ich kann es nicht alleine halten. Das ist ja verrückt. Alter, da sind nur so dünne Pfeiler. Da greift es durch. Ui. Dann fahren wir mal weiter. Ja. Hier werden wir ein bisschen windgeschützt. Aber keine Ahnung, ob hier jemand lebt oder so. Also ich kann mir vorstellen, jemand herkommt, die denken, wir sind irgendwelche Diebe oder keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendjemandem ein Grundstück zu laufen. Ich glaube, in Amerika kann es da schnell anders zugehen. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Quads. Oder was davon übrig ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu viel Vorurteil, aber ich weiß halt, jeder könnte eine Waffe haben. Deswegen will ich da echt gar nichts provozieren. Aber es sind auch alle super nett. Es sind ultra nett, also bisher können wir uns überhaupt nicht beschweren. Keine Ahnung. Hier wäre das erste Mal windsicher, ne? Wir haben jetzt gerade hier bei der Tankstelle gefragt und der meinte, wir sollen einfach hier die Straße ein Stück lang fahren und dass wir da dann vielleicht was finden. Okay, da war ein Obdachloser. Der ist mir nicht ganz geheuer. Wir gehen weiter. Wir können hier nicht bleiben.
Der hat mich gefragt, ob ich auch obdachlos bin. Und er meinte, ich sehe viel zu fresh aus, dass ich einen Tag obdachlos gewesen wäre. Ich wusste, mein Bauchgefühl drückt mich nicht. Wenn ich irgendwie schon die Ecke angucke hier, dann will ich weg. Chance vielleicht 1 zu 100, dass der mich beklaut oder der irgendwie mit einem Messer irgendwas machen würde. Aber selbst 1 zu 1000 würde ich solche Risiken nicht eingehen. Okay, ich glaube, hier bleibt mir jetzt keine zu schlechte Wahl. Hier ist auch nicht so viel windig. Ich habe keine Ahnung, wie du noch die Motivation zum Kochen haben kannst. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Hängst du noch so an Asien, dass du selbst Tortellini mit Stäbchen isst? Aber wir haben nur einen Löffel, ey. Und wir waren einfach zu faul, die Gabel noch zu suchen. Ja, bei dem Wind ist es echt harte Bedingungen hier zu pfeffern, Alter. Boah! Ah! Fuck, ey, schon wieder. Was jetzt noch lustig ist, gerät gleich völlig aus dem Ruder. Wir erfahren später, dass dieser Ort Windy Point heißt und bekannt dafür ist, dass erstens sich der Wind in der Nacht dreht und zweitens extrem stark sein kann. Ja, der Wind, der hört nicht auf, der ist so stark und haut dir fast das Zelt um, in dem wir drin liegen. Das Zelt hält das aus. Oh, alter Schwede. Ich muss ja wirklich den Arm richtig dagegenhalten. Es ist langsam echt nicht mehr lustig, ne? Es ist ein Sturm da draußen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch nie, dass wir Angst haben müssen, dass das Zelt zusammenbricht. Boah, scheiße, Mann. Was machen wir denn? Boah. Keine Ahnung, wir müssen jetzt Zelt abbauen vielleicht, ich weiß es nicht. Abbauen? Was Ich weiß es nicht. Es bricht gleich zusammen. Jetzt hast du den Hering rausgerissen gerade. Ich muss irgendwie draußen fixieren. Geht nicht mehr, wir müssen abbrechen. Wir müssen echt abbrechen. Ich bin echt kurz vor, einen Notruf zu rufen, aber wir müssen jetzt das Zelt zusammenklappen. Scheiße, Alter. Was machen wir jetzt? Ja, alles zusammenräumen, jetzt schnell! Franzi baut das Zelt außen ab. Wir wollen jetzt die Räder aufs abgebaute Zelt draufhauen, damit wenn dieses Zelt nicht wegfliegt. Ich weiß es nicht. Boah, ich habe wirklich Angst gerade. Ich habe wirklich Angst. Ich weiß nicht, was gleich passiert. Ob wir einen Notruf absetzen, ich weiß es nicht. Wir müssen selber Schutz suchen jetzt. Bei einer Tankstelle oder irgendwas. Es geht nicht anders. Fahrrad zuerst auf die rechte Seite, wo ich nicht bin. Ah, okay. Damit ich hier noch raus kann. Ja. Aber wenn ich hier weggeht, fliegt das Zelt weg. Ich zitter so heftig. Ich habe echt Schiss, ne? Und jetzt das Zeug rückzulassen, ob wir alles wiederfinden und so. Und ob wir jetzt uns irgendwo in Sicherheit bringen können. Wir sind jetzt irgendwo dahinter in die Richtung zur Tankstelle. Außerhalb des Zelts zu sein, hat sich erstmal besser angefühlt. Aber nicht zu wissen, was da noch kommt oder ob das erst der Anfang war, hat uns keine Ruhe gelassen. Okay, lass gehen, oder? Auf jeden Fall hat schon mal Vollgas die Zeltstange zerbogen. Da ist die Tankstelle, die war ungefähr 1 Kilometer weg. Jetzt müssen wir erstmal einen klaren Gedanken fassen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Mist, das Ding hat zu. Wir haben echt gehofft, dass wir mal kurz reingehen können. Junge. Ich versuche es nochmal Autos anzuhalten, aber die halten nicht mehr an. Hab gerade mal 5-mal versucht. Ist halt 12:30. Was willst du erwarten? Irgendeine Informationen bekommen, weil wir haben darüber nachgedacht, wir kriegen das nicht alles zusammengepackt. Das geht nicht. Es ist einfach zu windig. Wir wissen nicht, wie wir das alles in die Taschen kriegen. Auch die Isomatten, Schlafsäcke ist ja alles nicht eingerollt. Okay, wir haben jetzt gerade jemanden gefragt. Also jemand hat angehalten für uns. Der meint, der Wind bleibt so. Das heißt hier Windy Point, Das der ist- Ort. Das ist immer so richtig krank stürmt, weil in Palm Springs, wo wir morgen hinwollen, da ist es gar nicht windig laut Kugelwetter. Und jetzt denke ich, müssen wir das Zelt zusammenpacken. Wir müssen es versuchen, das irgendwie zusammenzukriegen, sodass wir mit dem Fahrrad noch in die Stadt reinfahren können. Also jetzt ist der Schlaf gerade zweitrangig. Erstmal geht es wirklich Sicherheit, das Zeug zu sichern, also unsere Wertsachen. Aber ob wir das Zeug da eingesammelt bekommen, das dauert eine Stunde, wenn es gut geht. Und wenn nichts davon fliegt, wenn es wegfliegt, ist es weg. Ja. Boah, da müssen wir schon echt gut überlegen, wie wir das angehen. Die Sturmböen sind bestimmt an die oder mehr als 100 km/h. Also das Ja, hat er ja auch gemeint. Aber wir hatten halt die ganze Zeit von der anderen Seite Wind und haben halt gehofft, dass es so bleibt. Das nächste ist halt auch, hier gibt es halt auch Schwarzbären und Kojoten und andere Tiere, die halt hungrig irgendwie sind und das ist Tortellini oder sowas im Zelt essen wollen. Das heißt, wenn wir die ganze Nacht weg vom Zelt sind,
dann kann es sein, dass die unser Zelt zerfetzen. Immer wenn eine Pause zwischen den Böen ist, versuchen wir alles so schnell es geht in die Taschen zu stopfen. Aber während den Böen peitscht der Sturm die Sandkörner umher. Wow. Hier ist noch ein Hering. Wir sollen wieder Fahrrad fahren, aber Keine Ahnung, die Windböen sind echt gestört. boah, wir müssen es irgendwie auslernen. Jawohl. Oh, Zelt ist da. Alter, ein 60 Kilo schweres Fahrrad wächst nach hinten. Im Sand. Oh. Wie hätte das Zelt überleben sollen? Das geht gar nicht. So, dann schauen wir mal, wo die Reise heute noch hingeht. Wir brauchen halt echt nicht in die Pedale treten, ne? Wir sind so schnell von dem Wind hier. Macht gar nichts, überhaupt gar nichts. Nur mal so zur Info. Ich dämmer nicht und es geht bergauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? 60 Kilo Fahrrad wird hochgeschoben. Kann endlich mal einen Hans überholen. Ja. Oh, jetzt ist hier so, glaube ich, Besucherzentrum, oder? Visitor Center? Also ich weiß nicht, wie begründet meine Angst vorhin war im Zelt, aber es hat sich extrem bedrohlich einfach angefühlt für mich. Voll, also ich Ich hatte richtig Schiss. hatte auch Angst. Ich wusste nicht, was abging. Guck mal, wie das hier abgeht. Also hier pfeift der Wind durch. Und hier geht's aber, ne? Also, Entscheidung. Wir schlafen hier auf dem Boden. Okay. 10 nach 2. Gute Nacht. Der Morgen bricht an. Ein knallroter Sonnenaufgang in Palm Springs. Also die Stadt, die wir gestern noch erreicht haben. Und wir fragen uns, Was ist eigentlich passiert gestern? Also der Wind ist immer noch voll stark. Die Flaggen, Palmen wedeln mega. Also ich kann nicht Palmen wedeln sagen. Wir kommen jetzt halt erst drauf. Hier bei der GoPro, da ist ein Sprung drin im Display. Da ist ein Sprung und in der Linse ist auch ein Sprung dran. Nur von den Steinen, die mit dem Wind gestern entgegenkamen, oder? Das ist echt wild. Zum Glück haben wir da Schutzglas überall drauf, also das Schutzglas ist gesprungen. nachdem wir alle 3 Zeltstangen gerade gebogen, unsere Sachen vom Sand befreit und die Kameras repariert haben, konnte es weitergehen. Und zwar zu unserem persönlichen Highlight dieses Videos, zum Aldi. Das ist der schönst gelegenste Aldi, den ich je gesehen habe. Den muss ich festhalten. Aldi! Yes! Einkaufen in teure Länder macht echt keinen Spaß, ne? Aber der Aldi ist Hälfte vom Preis der sonstigen Märkte in den USA. Und es ist halt Mitte November, ne? Es gibt einfach mal Stollen hier. Stollen, Lebkuchen, Spekulatius. Macht mir das Leben nicht einfacher jetzt hier. Oh, Knappers! Oh mein Gott! Mit genügend Proviant starten wir in einen der außergewöhnlichsten Tage unserer ganzen Weltreise. Wo wir heute noch landen werden, ist wirklich einzigartig. Aber gleich mehr dazu. Wir verlassen Palm Springs, eine Stadt bekannt als beliebter Rückzugsort für sehr viele Hollywood-Stars. Wie eine grüne Oase inmitten dieser kargen Wüstenlandschaft. Uns wurde gesagt, dass wir jetzt heute unterwegs an so einem Hippie-Dorf oder so vorbeikommen. Aber sind das Hippies oder was? Ich habe keine Ahnung, ob das richtige Hippies sind oder einfach ein bisschen verrückte Menschen. Es wäre echt cool da zu schlafen. Aber ich weiß nicht, ob das zu gefährlich oder zu... Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir werden es uns jetzt mal anschauen. Mittlerweile sind wir halt echt in der Wüste gelandet, ne? Viel gibt es ja nicht mehr zu sehen. Selten kommt nur noch ein Dorf, zum Beispiel das jetzt hier. Bombay Beach heißt das. Gucken wir uns mal an. Ist da eine Schaukel auf einen Schulbus gebaut? Da ist eine Hollywood-Schaukel auf dem Schulbus oben drauf. Das sieht so seltsam aus, das Teil. Ist das ein Flugzeug, der zum Fisch umgebaut wurde? Was ist das hier für ein Ort, ey, wirklich? Wo sind wir hier reingeraten? Aber es hat alles zerfallen hier, ne? Die meisten Häuser sind leer. Irgendwelche alten Camper oder so. Dass wir auf unser Bauchgefühl gehört haben, hat uns auf dieser Reise schon mehrmals weitergeholfen. Es fühlt sich an wie ein 6. Sinn, mit dem man intuitiv spürt, ob sich ein Ort sicher anfühlt oder nicht. Ganz ehrlich, ein Ort wie dieser ist schwer einzuschätzen. Auch weil wir fast nichts darüber wissen. Ich schwanke hier irgendwo zwischen lass mal lieber weiterfahren und interessant, ich will noch mehr sehen.
Hans ist erstmal komplett überfordert mit dieser abstrakten Kunst hier. Das ist keine Kunst, das ist einfach creepy. Ich immer so, was haben Sie sich wohl dabei gedacht? Und Hans so, was soll das denn hier? Ich denke, hier sind Drogen nehmen die dabei. Hier gibt es sogar einen Beichtstuhl. Hast du was zu beichten? Ich fange an. Ich beichte, dass ich ab und zu mal beim Pinkeln nicht vom Rad absteige. Ich persönlich finde es nicht schlimm, aber Franzi rastet immer aus. Aber wir müssen es auch zur Erklärung sagen, er bleibt schon stehen. Okay, ja, also nicht während des Fahrens. Ich habe gehofft, hier gibt es was zu essen. Egal, da gibt es Brot mit Senf. Wie immer. USA ist zu teuer. Fahren wir gleich weiter. Auf geht's zur Hippie-Stadt. Uns hat man zwar gestern gesagt, dass sie hier irgendwo sein soll, aber eine Vorstellung, wie dieser Ort aussehen könnte, haben wir nicht. Wir wissen nur, dass es Slab City heißt und mitten in der Colorado-Wüste liegt. Es gab jetzt gar keine Schilder, dass wir abbiegen müssen, um nach Slab City zu kommen. Also wir wären da voll dran vorbeigefahren, wenn uns das nicht jemand erzählt hätte. Wer fährt auf freiem Weg über diese Straße? Ja. Ach, krass, ey, da wohnt wirklich jemand drin. Alter Schwede. Das ist ja eine Müllhalde. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da hat gerade jemand drin gesehen. Junge! Was ist das denn für ein Teil hier? Guckt euch das mal an. Was ist das? Hi. Wow, it's amazing. Wow. Cool. Es ist einfach ein riesen Kunstwerk. Der Künstler hat 22 Jahre gebraucht, um das hier zu kreieren. Ein riesiges, begehbares Kunstwerk aus Lehm, Stroh, Autoteilen und viel Farbe. 15 Meter hoch und 90 Meter breit. Man sieht einige Bibelsprüche mit der zentralen Botschaft: Gott ist Liebe. Der bemalte Berg heißt Salvation Mountain, also Berg der Erlösung, und ist mittlerweile ein geschütztes und anerkanntes Kulturerbe. Der Künstler Leonard Knight wohnte direkt neben seinem Kunstwerk in diesem Truck, und das knapp 3 Jahrzehnte lang. Irre. Das ist einfach irre. Was ist das hier? Wow, Ah. ganz schön crazy. Uns wollte jemand davon ein Bild zeigen, ich habe sofort gesagt, nee, ich will noch nichts sehen. Ich will noch nichts sehen. Ich will das auf mich wirken lassen, wenn wir hier sind. Aber diese Stadt ist noch weiter oben, ne? Ja, genau. Noch 2 Kilometer oder sowas. Wir haben hier gerade so einen Typen gefragt, ob wir da wohnen können, also halt schlafen können da oben, ob es sicher ist. Er meinte, eher will er nicht. nicht machen. Aber er organisiert was für uns heute. Ja, er hat irgendwie gesagt, er guckt mal, ob wir bei dem im Camp irgendwo schlafen können oder Ja. so. Mal gucken. Ein unglaublicher Ort, direkt vor den Toren von Slab City. Im Hintergrund sieht man schon einige Wohnwegen herumstehen und genau dort geht es gleich hin. Wir wollen mehr über diesen speziellen Ort erfahren. Jetzt schauen wir nochmal, was es in der Stadt gibt. Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann ist Slab City einfach ein Ort, wo ganz viele Obdachlose zusammenkommen und sich hier so ein bisschen einen Ort für sich kreiert haben. Das Grundstück ist sogar mit Maschendrahtzaun abgegrenzt oder mit Autoreifen. Ne? Wir sind gerade mal 2 Minuten drin und schon werden wir eingeladen, hier die Nacht zu bleiben. Also echt ultra nett. Vermutlich würde nichts passieren, aber wir riskieren es einfach nicht. Wir bleiben bei diesem einen Typen, der uns gerade eingeladen hat am Anfang. Der schaut richtig vertrauenswürdig aus. Ja, aber interessant hier, es ist heftig. Alles voller Wohnwegen, ne? Slab City besteht quasi aus alten Wohnwegen und Schulbussen. Richtige Gebäude gibt es kaum. Während des Zweiten Weltkrieges war dieser Ort ein Trainingsgelände für das US-Militär und diente zur Ausbildung von Artillerie- und Flugabwehreinheiten. Mit dem Ende des Krieges wurde diese Basis nicht mehr gebraucht und wurde abgerissen. Übrig blieben nur die Betonplatten, die sogenannten Slabs. Daher auch der Name Slab City, also wortwörtlich übersetzt Plattenstadt. Ich glaube, es gibt hier 2 Arten von Menschen, die hier wohnen. Eins, die es fühlen, dieses langsame Leben, dieses entschleunigte Leben und die einfach ihre Ruhe haben wollen. Und andere sind halt vermutlich wirklich Obdachlose, die hier einfach eine Community haben, die hier andere Menschen haben, mit denen sie leben können. Das sind wie immer unsere persönlichen Einschätzungen und Informationen, die wir durch Gespräche mit verschiedenen Leuten vor Ort herausfinden.
aber keine belegten Fakten. Im Winter sollen hier ungefähr 4000 Menschen leben, während es im Sommer nur 150 sind. Heiße Temperaturen von über 45 Grad machen das Leben in der Wüste schwer. Hi. All right. Yeah. Yeah, I went from San Diego to Michigan and the length of Mexico and. Oh wow. There's a, you know about the Slam City Bike Shop, just a block away. There's a bike shop here? Yeah, yeah. Das hier ist Bo, so etwas wie eine Legende in Slap City. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass er unter anderem dafür bekannt ist, nackt auf seinem Motorrad umherzufahren. Also wir folgen den Typen jetzt bis zu dem Fahrradshop. Und warum ist der auf Wikipedia? Der hat irgendwie gesagt, wir können ihn finden auf Wikipedia. Very cool, thank you. I'll introduce you. Take your bike. Always lock up your bikes. Yes, yes. Yeah, that's Charlie's motorcycle. Look, this fence is made of frames. Yeah. Bo wirkt auf uns wie ein verrückter Abenteurer, aber vertrauensvoll. Genau wegen solchen Begegnungen reisen wir. Ich meine, schaut euch das mal an, wo wir hier wieder gelandet sind. Charlie, Bo. Junge, wo sind wir hier? This is his shop back here. Wait right here. I'll go. Alright, alright. So if he's not here now, you would come to this gate and just yell, Charlie, Charlie. Bo send us later. But Okay, wo sind wir jetzt hier? he's apparently not here. You can see he keeps a nice shop, and you could come back and visit. But why are you on Wikipedia? Oh, just for doing some of the things that I said I did. That hopping freight trains. I taught a hobo class. I've written some books on travel and hoboing. Und das ist noch bescheiden. Was dieser Typ innerhalb eines Lebens erlebt hat, ist wirklich absurd. Er war Profisportler, Naturforscher, Tierarzt, Gründer und Geschäftsmann, Weltreisender mit Gefangenschaften und Entführungen in der ganzen Welt, Survival-Experte, Expeditionsleiter, Nomade, erfolgreicher Autor von 24 Büchern mit vielen verrückten Geschichten. Den Link zu seiner Wikipedia-Seite findest du in der Videobeschreibung. Yeah, we cycle on that bike from Germany to Japan. Germany to Japan. How much do your bikes weigh with the gear? This one 60 kilograms, so it's very heavy. Yeah. A lot of equipment, but it's made of bamboo, the bicycle. It's a bamboo frame. Oh, Charlie would love. Charlie, he's a mechanic. Can I just lift? Of a course, little? of course. But it's very heavy. It's very. I've been to over 100 countries, not on a bicycle, not the hard way you guys are doing it, but under a backpack. But congratulations, that's quite a trip. Guckt euch mal diese Fahrradwerkstatt an hier. Wo sind wir hier denn gelandet? Ist leider gerade niemand da, aber schaut echt krass aus hier. Charlie? Charlie? Hello? Charlie? Okay, keiner da. Aber krasse Fahrradwerkstatt hier. Alter Schwede. Was ein cooler Typ, ey. Der ist schon überall gewesen auf der Welt. Und wohnt ab jetzt hier, ne? Ja, irgendwie anscheinend schon. Und er hat mal gesagt, nehmt keine Drogen an. Ja. Und schaut auf eure Fahrräder. Ja, die zwei Sachen, die zwei Regeln gibt's hier. Thank you. Wollen wir mal hier reinschnuppern? Der ist leider gerade nicht da. Wir würden gerne unsere Bambusräder zeigen. Ich denke, es wird ihn schon interessieren. Aber ich will auch nicht zu sehr in seine Privatsphäre hier irgendwie eintauchen. Wir fahren jetzt noch zu einem Café, wo uns der Bo gerade gesagt hat, dass das wohl legendär ist in Slap City und dass wir uns das unbedingt angucken sollen. Ist das zu? Oh, guck mal, hier ist eine Tür. Da ist jemand. Hello. No, not till the weekend. But I can give you ice cream. So I have seating right over here to bring your bikes right on that. Thank That you. way they're safe. Thank you. Yeah, we're always a little bit afraid. All of them, you can lean it against the posts or the fence, whatever. Thank you. Thank You're you. welcome. I'm gonna shut the gate because I don't want anybody else coming in. Perfect. Right. If it's not real clean because I'm gonna open till It's tomorrow. okay. It's perfect. Perfect. Done. Hallo. So, was nehmen wir? Also, warte mal. Also, ich hab's richtig verstanden. Ja, man isst hier Eis mit einem Softdrink. Also Cola und ein Eis. Ja. Ja, warum nicht? Was sagst du? Vanilla ice cream and a root beer. Also warum man auch immer hier Eis mit... Soda. Aber was ist Soda, Hans? Ist es wirklich einfach nur... Schau mal, weil das ist schon...
irgendwas. Da steht Bier drauf, ist aber kein Bier. Ne, ist nicht Wasser. Das ist kein Wasser. Oh, es ist braun. Es ist braun. Wissen Sie blöd, wir wissen nicht mal, was Soda ist. Ja. Schmeckt aber lecker. Findest du nicht? Root Beer. I like it. Kann man machen, muss man aber nicht. Der Cafébesitzer erzählt uns, dass wir unbedingt noch einen speziellen Ort besuchen müssen, bevor die Sonne untergeht. Hier soll es wohl jeden Samstag ein paar Bands geben, die hier auftreten. Und es ist wohl immer richtig voll hier. Alter, das ist ja mega schön. Wie cool schaut das denn schon wieder aus hier? Hier tritt jeden Samstag jemand auf? Ja. Alter Schwede, das hätte ich mir so gerne angeschaut. Heute ist Donnerstag, ne? Ja. Ah ne, 2 Nächte bleiben wir hier nicht. Wenn Samstagabend in Slab City die Sonne untergeht, schaut diese Bühne so aus. Ist doch einfach geil. Das ist ein richtiges Original hier. Was die hier zusammengetrommelt haben. Kleiner Musikerwitz. So, hier sind wir wieder. Weil hier ist der Typ, der uns eingeladen hat, neben ihn heute Abend zu schlafen. Ganz ehrlich, wir hatten etwas Sorge, dass uns in Amerika die Abenteuer fehlen. Dass es langweilig werden könnte. Aber was ist das denn bitte für ein Start auf einem neuen Kontinent? Ruhig. Ruhig. Hey. Oh, seit langem wieder mal ein Gebiet mit Straßenhunden. Fahr du erst mal vor. Okay. Ich bleib hier. Ich regel das. Ich würde meinen, ich bin gut in Straßenhund-Psychologie. Hey! Es wird langsam dunkel und Zeit für einen Abend, den wir nie wieder vergessen werden. Wir schlafen heute bei Chuck und seiner Wahlfamilie. Der ist mobiler, als ich dachte. Ja. Was eine dicke Rakete. Der liebt deine Taschen. Es gibt viele kleine Gemeinschaften wie diese in Slab City. Wie eine Art Familie mit eigenen Regeln und einer eigenen Geschichte. Hi, nice to meet you. Hi, how Hi. y'all doing? Quite good, quite good. Germany and Italy. Germany! Mama, get a feel for it and then if you want to put them wherever you want, just so you can get an idea. What a nice place. Oh my god. It's home. Yeah. Ein Zuhause und eine Familie. Das sind doch die wichtigsten Dinge, um glücklich zu sein, oder? Ich glaube, dass Menschen, die auf diese Leute hier herabblicken, das Leben selbst noch nicht ganz verstanden haben. Für uns wäre so ein Leben vermutlich auch nichts, aber das ist doch jedem selbst überlassen. Was ist das für ein Huhn? Guck dir mal die buschigen Haare an. Hab ich nie gesehen. Okay. Oi, was ist das denn? Wo sind wir hier wieder reingeraten? Ich liebe es. Cool ist das denn hier? Ich dreh durch bei den Hühnern. Ich dreh durch. Guck dich mal die Köpfe an. Das finde ich so faszinierend. Hier, da ganz viele. Am Morgen sehe ich genauso aus. Ich zeig's aber niemandem, aber genauso sehe ich am Morgen aus. Also der sagte gerade, hier schlafen halt fast nur Männer. Ich glaube eine Frau nur oder sowas. Und auch ein paar Kinder hier. Und ja, die kommen halt zusammen hier, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wohin. Und er sagt, es ist eine wunderschöne Familie hier. Er müsste nicht hier sein, aber er will. Und irgendwie ist es auch wirklich ultra gemütlich. Eine weitere, so wertvolle Erfahrung für uns, einmal mehr zu verstehen, was Zuhause oder Familie bedeutet. Eine Familie muss nicht blutsverwandt sein und ein Zuhause muss auch keine Ziegelwände haben. Wir Deutschen werten ja gerne, vergleichen alles mit unserem Standard, den wir haben, uns beide mit eingeschlossen. Aber das Leben kann so schön sein, wenn man versucht, ohne Wertung die Zeit mit netten und interessanten Menschen zu verbringen. Wow. So, I do solar. 3 big batteries, right? 3. Yep, 3. Alright. And that's, I just bought that today. Ah, perfect. I'm so excited. It's only, instead of buying ice every day. Ja, Yeah. Yeah, so it works out. nice.
And that's your bed, right? Bedroom? Yep. Home is where the heart is. Die dicke Rakete ist übrigens Maschi. Dieser Hund hat, warum auch immer, einen eigenen TikTok-Account. Schon wieder kommt. Kommt wieder von. Mushy. Mushy. Get off of the man. Bush, you're gonna get in trouble. What the hell, Mushy? He's excited. Ich fühle mich echt wie in einem Film hier. Mal wieder. Es passiert mir in den USA ja immer wieder, aber dieser Ort hier toppt nochmal alles. Es ist unglaublich. Hi, nice to meet you. Hi, Nice to meet you. I'm Hans. My name's Waterboy. Nice to meet you. Nice to meet you. 12,000 miles on bikes. Jesus fucking Christ. Very nice. I like it. Yeah, they've been to Iraq. Oh, cool. I mean, that's wild. Nach und nach treffen die restlichen Mitglieder ein, unter anderem auch der Kopf der Familie. Aber aus Respektgründen verbringen wir den Abend mit ihnen ohne Kamera. Wir kochen jetzt noch unsere koreanischen Spaghetti. Die letzten. Und gerade hat er mir erzählt, der eine Typ hier ist 17 Jahre schon hier. Und deswegen sind wir hier sicher, weil das einer der Bosse quasi, kann man sagen. Und an den traut sich keiner ran. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich liebe so ein paar Ticks von denen. Einer lacht halt wie so eine Hupe, eine Autohupe. Der Typ, wenn dann den Enten vorbeigemacht, immer nett, nett. Und so Kleinigkeiten, die einfach echt geil sind. Die sind schon ins Bett gegangen gerade. Wir bauen uns noch ein Set gleich auf. Das sind halt irgendwie Menschen, die so das alte Leben hinter sich gelassen haben. Und der Typ, der uns eingeladen hat, ist ultra nett. Und stand halt lebenlang halt fest im Leben mit beiden Beinen, ne? Und hat sich halt bewusst dafür entschieden, das zu machen hier. Der musste nicht. 27 Jahre in einer Firma gearbeitet, wo er genug Geld verdient hat. Genau. Er wollte es so. Irgendwann hat er Burnout gehabt, ne? Und Ja. dann Ja. wurde ihm aber nicht geholfen und dann hat er gesagt, okay, er muss seine Zelte abbrechen, er muss woanders hin und hat sich dann entschieden, hierher zu kommen. Und das ist glücklich hier. Ja. Hat eine neue Familie gefunden und der Abend war wunderschön hier. Voll. Die Leute sind so unglaublich nett. Wir fühlen uns echt wohl hier, oder? Richtig. Also, Ja, es ist schon einfach heftig. Die laufen hier mit Schrotflinten rum. Die hören Kojoten jaulen. Gerade noch eine 80er, 90er Rockmusik von Weiden. In manchen Momenten der Reise kommt mir das alles wie ein Traum vor. in solchen Momenten bin ich so dankbar dafür, das alles erleben zu können und so viele verschiedene Menschen kennenzulernen und andere Sichtweisen. Und dann jetzt hier eingeladen wurden am Lagerfeuer und alle irgendwie so eine Story haben, die sie hierher geführt hat. Und ich fühle mich hier echt wohl. Und das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, so von dem, was ich gehört habe. Ein neuer Tag bricht an. Chuck meinte, wir können so lange bleiben, wie wir wollen. Aber für uns geht es heute weiter durch die Wüste. So ist unser Leben seit 19 Monaten. Jeden Tag kennenlernen und verabschieden. Guten Morgen. Die Nacht war echt super. Wenn man aufs Klo wollte, ist der Guti ausgerastet, weil er dachte, wir sind Einbrecher. Aber dann haben wir uns wieder verstanden. Feuerchen brennt auch schon. Wir fühlen uns richtig sicher hier. Also trotz all dem, was wir hören und sehen und sowas, ist einfach toll. Macht richtig. Good morning. Und wie die Wohnwagen und Busse hier so im Kreis stehen, ne? Als wäre das irgendwie für einen Hollywood-Film so extra hier gemacht worden. Und wir mit unserem Zelt mittendrin, in einem Kreis aus Schulbussen und Wohnwegen. Das würde uns doch kein Mensch glauben, hätten wir das nicht auf Video. Und heute nehme ich jetzt mal aufs Klo mit. Da läuft man vielleicht 150 Meter oder sowas. Einmal den Zaun entlang. Und da ist so eine Art Blumsklo. Der Anführer von dem hier, von dem Kreis, sag ich mal, der verkauft halt Marihuana. Und dadurch kriegen die Geld größtenteils. Also das Konsumieren von Marihuana ist ja auch legal hier in Kalifornien. Genau wie in Deutschland jetzt. Und das hier ist das Klo. Ich will nicht die Finger da benutzen. Ja, also geht's tief runter und nachdem er gemacht hat, nehmen wir die Büchse und haut ein bisschen Sand drauf, dass es nicht riecht.
So schaut's ja aus. Und selbst die Polizei, die lassen die Leute hier in Ruhe. Die haben gar keinen Bock auf die Zone hier. Wurde uns erzählt von denen. Auch wenn es einen Toten gibt, zum Beispiel jemand, der 6 Kugeln in der Brust hat und offensichtlich getötet worden ist, wegen irgendwas, dann sagen die einfach, ja, weiterer Suizidversuch. Also das stempeln die einfach so ab und haben da keinen Bock auf Stress mit den Leuten hier. Schon echt heftig zu hören. Wir verlassen diesen Ort, welcher immer einen Platz in unserem Herzen haben wird, und nehmen Abschied von Chuck und seinen Hühnern. Die sind einfach viel zu cool, um sie nicht noch einmal zu zeigen. Wow, was für eine krasse Erfahrung gerade. Was wir jetzt auch noch drauf gekommen sind, was wir nicht wussten, ist, dass Obdachlose hier anscheinend einen Betrag von $290 anfragen können, um sich Essen zu kaufen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es läuft. Wie ich es verstanden habe, kann es irgendwie auch nicht jeder machen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was man für einen Hintergrund hat, und die unterstützen sich dann ja alle gegenseitig und so kommen sie hier über die Runden. Wenn man Teil von der Familie sein will, also der Familie, wo wir jetzt quasi gerade waren. Von der Community quasi. Dann kriegt man, also du kannst hingehen und so ein bisschen mit denen reden und die merken sofort, okay, passt du rein und so. Und es gibt dazu gewisse Regeln, zum Beispiel verletzen keine Tiere, verletzen keine Kinder oder Frauen, also ganz, ganz grobe Regeln. Und ja. ich glaub, das macht jeder selber für sich. Ja, aber also die Leute waren echt korrekt auf eine schräge Art und Weise, aber der uns eingeladen hat, ganz toller Mensch. Richtig toll, ja. Ich habe auch Chuck nochmal gefragt, ob er Hippie genannt werden will, weil es hier ein paar Leute machen. Er meinte, es ist okay, weil 70er, das waren halt die Hippies hier, die haben auch schon hier gewohnt. Und er ist halt so ein 2020er Hippie. Und ich glaube ihm so 100%, ich kaufe es ihm komplett ab, dass er hier glücklich ist. Und hat jetzt hier mit seinen Tieren einfach einen ruhigen Ort gefunden, wo seine Seele vielleicht auch irgendwo das findet, was er braucht. Ist nicht jeden sein Leben und jeder kann nicht so leben und soll auch nicht so leben. Aber wenn es für ihn okay ist, finde ich das vollkommen nachvollziehbar und verständlich und gut so. Weiter geht's Richtung Berge. Wie eine Fata Morgana täuscht dieser Anblick, denn das Ende dieser Straße ist noch lange nicht in Sicht. Ein perfekter schwarzer Strich inmitten von Sand und Kakteen. So steppig und wüstig stelle ich mir eigentlich auch Mexiko vor. Weiß nicht, ob das so stimmt, aber so Wildwestern-Feeling. Wir haben nur noch 3-4 Tage bis Mexiko, also echt nicht mehr weit zur Grenze. Und dann werden wir richtig lange bleiben, bis wir irgendwann nach Texas wieder ausreisen. So schaut der Plan aus. Und dann bis ganz zur Ostküste, Florida und dann heim Europa. Yes. Einmal um die Welt, ey. Das ist so verrückt. Ich habe gerade so Hunger bekommen. Wir haben aber nicht so viel Wasser dabei, weil wir wollten eigentlich kochen heute Mittag. Und wir wollen halt nicht unser Trinkwasser aufbrauchen. Ich hoffe mal, wir finden noch irgendwo Wasser, weil hier ist wirklich nur Wüste gerade. Verdursten werden wir hier nicht, weil es gibt ja Autos. Aber wir haben keine Ahnung, wann das nächste Dorf kommt. Auf der Karte sehe ich gar nichts, die nächsten 130 Kilometer. Und jetzt kommt gleich ein Berg nach dieser langen, ewigen Straße hier. Der geht 50 Kilometer aufwärts. Holy moly! Direkt nach der Aufnahme hat uns jemand Wasser geschenkt. Ein Problem weniger. Aber was machen wir mit diesen Kollegen? Mittlerweile sind das nicht nur irgendwelche Stachelbüsche, sondern 50-50 wechseln sich ab mit Kakteen. Ich habe überhaupt keine Ahnung wieder mal, wo wir heute schlafen sollen, weil die Matratze, die ist sofort hin. Das Zelt auch. Ich meine, guckt euch das mal an, Alter. Boah. Alles voller Stacheln. Und solche riesen Bäume. Guckt euch mal an, wie groß diese Kakteen hier sind. Junge, wir gehen heute keinen Meter da rein zum Zelten. Guck dir das mal an. What? Alter. Und die gehen hier raus. Versuch mal. Alter, die haben wieder Haken. Ja, die gehen nicht raus. Ah. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wir schlafen halt auf der Straße. Ja, ich glaube auch. Wir suchen die nächste Verkehrsinsel oder einen Kreisverkehr und dann gute Nacht. Kleiner Spoiler an die zwei unwissenden Radler hier. Viel Spaß in Mexiko. Jedenfalls wird sich die Landschaft die nächsten 24 Stunden so drastisch ändern, wie wir es noch nie gesehen haben.
Wir haben einen Parkplatz gefunden. Au! Ich denke, von hier hört man echt heute Nacht Kojoten. Vielleicht, ja. Boah, das ist so geil. Ich dachte mir die ganze Zeit, was machen wir mit diesem dämlichen Zelt? Böse Donnen, geht weg. Ich glaube, er wird so langsam verrückt. Ja, keine Ahnung. Wenn da Donnen sind, dann kann man sie vielleicht platt trampeln oder sowas. Nicht? Was denn? Ja, machen wir weiter. Guten Morgen. Boah, morgen ist es echt immer richtig kalt. Es ist 6:30. Wir haben noch 23 Kilometer bis hoch zum Berg. Und dann rollen wir noch runter nach San Diego. Da haben wir sogar unser kleines Häuschen für uns alleine. Wir haben damals jemanden in Nepal in Aerospace Camp kennengelernt, die da ein Häuschen hat und die ist gerade nicht da. Das ist natürlich Premium für uns, unser eigenes Häuschen. Und jetzt guckt euch mal an, wie es hier bei uns ausschaut. Richtig rote Berge. Boah. Und ich glaube sogar, dass wir in Nepal unsere Jacken das letzte Mal so richtig gebraucht haben. Endlich ist das Klima wieder angenehmer, nach der monatelangen Tortur im nassen und heißen Ostasien. Das ist so faszinierend. Gestern Wüste, dann kamen die Kakteen und jetzt ist das so grün hier. Wie schnell das ging, das waren nur ein paar Kilometer. Ja. Das ist heftig. Jetzt mal einmal die grünen Berge zu sehen, das haut mir echt vom Hocker, ey. Und wie grün gleich alles ist, wie sich die Bergstraße neben den bunten Bäumen den Hang hinaufschlängelt. Auf jeden Fall angenehmer zu fahren, als sich auf einer ewig langen geraden Strecke 2 Stunden lang auf die nächste Kurve zu freuen. Hier gibt es ja überall diese gelben Eichelbäume, überall diese gelben Bäume. Manche haben halt solche Eicheln, wie bei uns zu Hause. Und manche, guckt euch das mal an. Als man hier in den Himmel, weil dann sieht man so viel. Alter Schwede. Guckt euch mal die Mütze an von dem Teil. Dieser Vergleich. Apfelplantagen. Ich fühle mich zu Hause. Einfach mal in Südtirol gelandet wieder hier. Gibt's ja nicht, aber wir sind oben. Oh. Yes! Wir knallen jetzt hier die Abfahrt runter, fast bis zum Meer nach San Diego. Wir sehen uns aber erst in Mexiko wieder. Bis dahin, ciao, ciao!